Mann, ist da viel Verkehr. Na, kurz fix, ganz schön was los. Man darf hier direkt an die Ruinen rangehen und sie sogar berühren. Und hier kann man sogar reingehen. Guten Morgen, Vietnam! Ja, hier in Hoi An, da hängen überall so schöne Lampignons rum. Besonders, Mann, ist da viel Verkehr. Besonders abends sieht es sehr schön aus, wenn die dann leuchten. Na, kurz fix, ganz schön was los. Eieiei. Ja, ich bin auf dem Weg nach My Son, zu einer Tempelruinenanlage. Das sind gut 40 Kilometer, ein gutes Stück zu fahren. Ich wäre am liebsten viel früher los, aber Frühstück gab es erst um 7:30. Da muss man halt damit leben. Ja, Hoi An gilt ja als die schönste Stadt in ganz Vietnam, weil sie durch den Krieg fast nicht zerstört wurde und noch viele von diesen kleinen, schönen Häuschen vorhanden sind. Das sieht man dann in der Altstadt später mal. Ja, ich habe mich jetzt auch mal auf die Rückbank vom Moped gesetzt, weil mir da nicht wie der allergrößte Affe drauf sitzt. Kann man sich mal ein bisschen, weil mir tut der linke Fuß ein bisschen weh von gestern, von dieser Tortur. Und ja, weil man die ganze Zeit wie so ein Affe so drauf sitzt. So, und ein bisschen hier entspannen. Ein bisschen mehr wie auf einer Cruiser oder einer Harley drauf sitzen. Ja. Es ist eigentlich sehr vorteilhaft, wenn man mit dem Moped durch Vietnam fahren will, dass man auch zu Hause Motorrad fährt. Dass man einfach schon die Erfahrung hat. Und ein bisschen durchschlängeln. Ja, genau deshalb, dass man vielleicht auch mal ein bisschen flotter fährt hier und da, sich ein bisschen durch die Stadt durchschlängelt. Das hilft halt einem hier schon, wenn man sowas so ein bisschen gewohnt ist, an den Verkehr hier und ans Moped gewöhnt man sich dann schon recht schnell. Und dann passt es eigentlich. Also schon gut, wenn man wirklich Erfahrung zu Hause hat beim Mopedfahren. Hey, ist schon wieder was los hier. Das Mädel in dem roten Kapuzenpulli vor mir, mit der fahre ich jetzt schon seit Hoi An, also seit fast 30 Kilometern hinterher oder ich kurz vor ihr. Und die fährt auch richtig flott, schlängelt sich überall durch im Verkehr, überholt und so weiter. Flotter Feger, gefällt mir. Hinterher! So, ich habe jetzt gerade My Son betreten. Und ja, ich glaube, muss man erstmal ein Stück laufen. Kurz hat es ein bisschen genieselt, aber hat wieder aufgehört. Hoffen wir, das Wetter hält. Man muss nicht laufen. Man wird mit einem Shuttle dorthin gebracht, 2 Kilometer. Und ja, man merkt, es ist elektrisch, die Shuttles. Und ich sitze gerade rückwärts, das schaut so komisch aus. Die fahren hier wie eine gesenkte Sau um die Kurven rum. Fast mit quietschenden Reifen. So, jetzt bin ich mittendrin und man sieht ja auch schon die ersten Ruinen. Genau, hier an den hellen Steinen sieht man, dass es schon teilweise rekonstruiert wurde. Das ist ein sehr schön angelegter Weg. Mitten, ja, links und rechts Bäume, die leider nicht viel Schatten spenden. Es hat schon um 9 in der Früh 32 Grad. Ja, und es wird noch ungefähr 36 heiß. Und ich schwitze jetzt schon. Ja, hier sieht man bereits die nächsten Überreste von Tempelanlagen. Werden immer noch restauriert. Hier ganz schön zugewachsen. Da hinten unterdacht.
um es vielleicht zu schützen und wieder aufzubauen. Man darf nicht direkt an die Ruinen rangehen und sie sogar berühren. Zumindest machen das die Tourguides hier. Ja, diese Ruinen sind auch schon sehr zerfallen und zugewuchert. Ach schön, ein bisschen Wind. Ist erfrischt. Ja, das scheint hier irgendwie die größte Tempelanlage zu sein. Ist auch noch sehr gut erhalten. Viele Touristen laufen rum. Ein paar, keine Ahnung. Ja, viele Touristen, vor allem hier. Das sind die anderen Anlagen viel gemütlicher. Und hier kann man sogar reingehen. Jetzt bin ich hier in einem Tempel drin. Ich weiß nicht, ob man was sieht. Blick nach oben. Genau in diesem Gebäude war ich gerade drin. Es beginnt es leicht zu nieseln, sollte aber nichts Großes kommen. Steht alles recht schief da. Ein wenig. Jo, ich fahre gerade zurück von Maison. Das war eigentlich recht schön. Waren viele Touristen dann irgendwann da. Ich wollte halt ja eigentlich eine Stunde früher schon dorthin, aber gutes Frühstück gab es nicht früher. Aber es ging noch. Ich habe am Parkplatz gesehen, da waren jetzt schon deutlich mehr Busse da. Und ja, ein bisschen tröpfeln tut es immer noch. Aber ich glaube, da kommt nichts Größeres. Jo, hier steht ein sehr schönes Schiff. Sehr altes Schiff. Es könnte sein, dass es vielleicht zu einem Hotel umgebaut wurde. Restaurant. Ah, Balok Restaurant. Cool.